Ja, passend zur Tarnserie hat sich der Dexter auch schon mit Blattwerk getarnt. Ach ja, ich habe gerade noch Sport gemacht, bin sehr entspannt. Ich drehe das mal um. So sehe ich aus heute. Ist auch geil. So sehe ich aus heute. Ich habe hier diesen Woodland an, denn wir haben schon Temperaturen, die sind ordentlich. Ich glaube, gerade also 18 Grad waren für heute vorausgesagt. Ich glaube, da kommen wir auch schon sehr nah dran. Und deshalb heute mal etwas luftiger, legerer. Wobei, das, was ich euch vorstellen möchte, das ist weder leger noch luftig. Wir treffen uns hier am Camo-Baum, um uns den Sniper oder auf Deutsch Smog-Scharfschützenjacke der niederländischen Streitkräfte anzuschauen. Und da muss ich doch noch mal ein bisschen recherchieren, aber es ist wohl so, nach meinem jetzigen Kenntnisstand, dass diese Jacke sehr selten ist. Sie wird bei einem holländischen Händler als, ich glaube, Kuriosum sogar gehandelt. Die steht da mit über 200 € drin, in einer etwas größeren Größe, aber wohl scheinbar flammneu. Diese Jacke hier wurde auf jeden Fall etwas genutzt. Ich möchte nicht sagen, dass sie übermäßig genutzt wurde, aber leichte Gebrauchsspuren kann man schon erkennen, vor allen Dingen hier an diesen Faltstellen, wo dann hier drunter noch was eingebracht ist. Wo wir auch noch kleine Abnutzungsstellen haben, sind eben hier die Seitenteile, die Arme- oder Ärmelauflagen. Aber das soll jetzt gar nicht Gegenstand des Videos sein, der Zustand des Smogs, sondern allgemein wollte ich den mal eben vorstellen und dann mal mit euch drüber sprechen. Ich habe den für sehr kleines Geld bekommen und dann musste ich den mitnehmen. Alleine, weil ich das Wissen hatte, dass diese Jacke für einen horrenden Preis bei einem anderen Händler drin steht. Sie passt mir nicht, aber naja, wie gesagt, in diesem Fall musste ich da eine Ausnahme machen. Das Ding musste ich kaufen. Für den Preis konnte ich es da nicht liegen lassen. Gut, wir fangen mal an hier mit der ganzen Geschichte. Wir haben hier oben ganz normal, wie man das eigentlich von jeder Jacke kennt, einen Kragen. Der Stoff hier ist einmal 65% Baumwolle, 35% Polyester. Wie ihr das an dem Schild auch erkennen könnt. Das Ganze wurde von Syntex hergestellt, die ja auch für die Belgier viel machen. Letzten Endes ist das hier ja eine Kopie, wie soll man das sagen, eine Kopie. Also die Engländer haben das Ding auch. Die benutzen das auch und die benutzen diese Form auch immer noch. Auch in dem aktuellen Tarn gibt es diese Jacke. Von den Holländern ist das eben nicht bekannt. Und es mag sein, dass das hier einfach eine sehr niedrige Auflage auch hat, das Ganze. 11-95, ich gehe davon aus, dass das Baujahr ist. Das müsste ich aber auch noch mal genauer verifizieren, aber könnte schon passen. Dafür, dass das Ding von 95 ist, ist es ja eben wie gesagt sehr wenig in Benutzung gewesen. Vielleicht auch erprobt worden und dann einfach nicht in die Armee eingeführt. Das ist alles so, das weiß ich alles nicht genau. Und da ist auch relativ schwierig, darüber was herauszufinden. Gut. Das Ganze schließt hier mit Druckknöpfen. Darunter befindet sich ein Reißverschluss. Ich mache das Ganze mal auf. Und wenn wir die Jacke so öffnen, fällt uns erstmal hinten auf, dass wir hier auf jeden Fall die Rückenseite, obere Schulterpartie verstärkt haben. Wir sehen hier in diesem Bereich schon eine Verstärkung, genau wie links wie rechts. Das ist so gesehen die Gewehrauflage, beziehungsweise da wird dann der Gewehrkolben in der Schulter ruhen, so dass wir hier den Druck, den dieses Scharfschützengewehr verursacht, entsprechend auf eine größere Fläche verteilen können oder auch dämpfen können. Diese Inlays sind nicht rauszunehmen, die sind fest eingearbeitet. Wir haben dahinter im Innenteil der Jacke nochmal eine recht geräumige Tasche.
die sich allerdings nicht verschließen lässt. Die ist so offen. Gehen wir weiter runter an der Jacke, haben wir hier hinten noch, wie man das so kennt, auch von den englischen Jacken allgemein, eine entsprechend große Tasche, die man dann mit 2 Knöpfen verschließen kann. Ja, das Ganze, wie gesagt, aus wirklich sehr robustem Material. Dann haben wir hier 2 aufgesetzte Fronttaschen, haben keine Wasserabläufe. Das hatte ja der Arktis Scharfschützen-Smog auch schon nicht. Und hier auf der anderen Seite haben wir auch wieder eine innenliegende, nicht verschließbare Tasche. So, hier das gleiche nochmal. Und wenn wir jetzt runtergehen an die Jacke, da finden wir nochmal 2 aufgesetzte Taschen, ebenfalls mit Druckknopf zu verschließen. Schauen wir mal eben da rein, ob man da noch irgendwas erkennen kann. Ne, die sind auch ganz schlicht gestaltet. Einfach nur 2 Taschen, auch keine erkennbare Wasserablaufösen. So, dann haben wir hier noch etwas gefunden. Das ist manchmal, wenn man so gebrauchte Sachen kauft, sorry, dann findet man oft noch was in den Taschen drin. Gucken wir mal, was wir uns hier reingepfiffen haben. Ah, lecker, da klebt noch was drin. Das ist ein schöner Harpers. Snel on bed Reep. Complete on bed in ein Reep. Ja, kann ich euch nicht sagen. Das ist, wenn ich Holländisch spreche, dann mache ich das immer gerne so. So absolut übertrieben und affig. Cool and droog bewahren. Also kühl und trocken aufbewahren. Haben wir denn hier eine Dings drauf? Das wäre jetzt natürlich cool, wenn wir hier... Ah, da steht es. Mindestens haltbar bis... Ach, Kinders, ey. Das tut mir jetzt leid, dass ihr das hier alle miterleben müsst. Eieieiei, da haben wir auf jeden Fall... Es steht drauf... 24. Bläblä. Mist, man kann es nicht mehr lesen. Man kann es... Nein, man kann es nicht mehr lesen. Das ist echt schade. Naja, gut. Hätte natürlich ein bisschen was darüber aussagen können, wann derjenige, der sich den Riegel reingepfiffen hat, die Jacke vielleicht getragen hat. Ja, okay. Lasse ich im Video, ne? Machen wir jetzt keinen Cut. Wir gehen mal eben die Ärmel entlang. Und da haben wir was ganz Interessantes. Das habe ich euch an dem Arktis Smog, da konnte ich das gar nicht erklären, weil ich nicht wusste, wofür diese Öffnungen da sind und so weiter. Ich habe das Video zu dem Arktis Smog zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht gedreht. Ich habe aber bereits Zusatzinformationen und das habe ich euch, ihr habt das schon gesehen, mit entsprechendem Bildmaterial und Untertiteln erklärt, was es ist. So, jetzt, damit es nicht ganz verrückt wird. Wir haben hier das Pendant dazu. Und zwar ist das hier fest eingearbeitet in den Smog. Und der ganze Arm ist komplett bis da herum. Es ist nur ein ganz kleines Stückchen frei. Also nur das Innere des Arms quasi, des Ärmels, ist frei. Da haben wir hier komplett auch Material unterlegt. Und hier haben wir diesen Haken, der dazu da ist, um einen entsprechenden Sniper-Sling daran zu befestigen, so dass man das Gewehr in entsprechenden Anschlagsarten, die da kniend zum Beispiel wären oder wegen mir auch ja, stehend und dann entsprechend ohne Auflage. Wenn man also keine Auflagemöglichkeit hat, packt man sich da diesen Sniper-Sling drum und bringt somit Stabilität in die Waffe rein. Das ist bei Bundeswehr-Smogs, bei Sniper-Smogs, Scharfschützenjacken habe ich das noch nie gesehen, sowas. Es gibt auch Leute, die sowas einfach nicht haben, die diesen Sniper-Sling so um den Arm drum herum wickeln und solche Dinge dann eben ja nicht dazu benötigen oder benutzen. Das kommt vielleicht auch immer auf das Gewicht der Waffe an, ab wann dann sowas wirklich Sinn macht. Dieser Haken hier, wie gesagt, ist der Sling wird da drumherum gelegt und verhindert letzten Endes eigentlich das Runterrutschen. Kann aber auch noch dazu dienen, dass das Ganze vielleicht die
die Schlinge selber auch nicht verrutschen kann, indem diese Schlinge eventuell eine Öffnung hat, ne, die man da drüber herstülpt. So, habe ich mir schön einen abgebrochen bei der Erklärung hier. Es ist nämlich wie folgt. Ich kenne keine dienstlich gelieferte Schlinge von den Armeen, die man dafür benutzt. Die mag es geben, die habe ich aber bei den Recherchen nicht gefunden. Wenn das einer von euch weiß oder mir da irgendwie eine Abbildung zukommen lassen kann, ja, gerne melden. Sonst lässt sich das für mich eben nur so erklären, dass dieser Haken, das nach unten rutschen, dieser Sniper-Sling verhindern soll. Gut, da gehen wir jetzt noch nicht weiter drauf ein. Wir haben sonst am Ärmel hier entsprechende Möglichkeiten zur Befestigung von Tarnmaterial. Der Ärmelabschluss ist dann mit einem ziemlich großen Strickbündchen gehalten. Und wir haben entsprechend, habe ich ja gerade schon mal angesprochen, noch diese Unterarmauflagen, die da auch entsprechend fest eingearbeitet sind. Ihr seht, das hier ist richtig da vernäht. Genauso wie die Dinger sind auch ebenfalls fest eingearbeitet. Da kann man nichts austauschen. Aber das macht auch, das ist wirklich richtig, ja, so richtig fester Schaumstoff. Ich denke auch nicht, dass der sich irgendwie auflösen würde oder so. Diese Bündchen, ich finde Bündchen ja super geil. Ist natürlich im Sommer schwierig, weil du entsprechend keine Belüftung hast und das dann auch sehr warm wird an deinem Arm. Ist also für den Sommer, wenn man sich da ein bisschen bewegen muss, vielleicht einfach nicht die beste Wahl, so eine Jacke hier. Gut, gucken wir uns das Ganze mal eben von hinten an, wie das aussieht. Warte. So, von hinten runter gefilmt. Wir haben hier wieder einiges an Schlaufen zur Befestigung von Tarnmaterial. Ah ja, was ich dann sagen muss, ist vielleicht vom Schnitt her, fällt mir jetzt auch erst so richtig auf, die vorderen Taschen, die da aufgesetzt sind, die sind eigentlich sehr seitlich bis schon fast nach hinten ragend aufgesetzt, sodass man bei entsprechender Kriechbewegung nicht ständig auf diesen Taschen rumkriechen muss. Deshalb hat man die sehr seitlich angebracht. Das gilt es auf jeden Fall noch festzuhalten. Und wir haben hier den vom Bavarian Muskrats titulierten Windelfortsatz, den man dann entsprechend zwischen den Beinen hoch nach vorne umschlagen kann, um die Jacke gegen Verrutschen zu sichern, wenn man sich mit dieser Jacke dann kriechend rückwärts bewegt. Und damit hätte ich euch dieses Stück auch schon vorgestellt. Ich denke, wir haben alle Aspekte da behandelt. Wie gesagt, ich selber bin kein Scharfschütze, habe auch keine Scharfschützenausbildung in irgendeiner Weise oder beschäftige mich selber mit diesem Thema, des Scharfschützen-Daseins. Deshalb fehlen mir einfach für diese Sachen hier, da fehlt mir einfach dann die genaue Kenntnis. Ich habe das jetzt so gut es ging beschrieben nach meinen Rechercheergebnissen und ja, ich denke oder hoffe, das ist Mr. Ameise. Ich hoffe, dass ich euch hier einen vernünftigen Einblick geben konnte in diesen wohl scheinbar sehr raren holländischen Sniper Smog. Smog, ja genau, Smog, nicht Snog. Zum Abschluss noch mal einmal eben kurz von vorne abgefilmt. Da seht ihr das auch noch mal mit den Taschen, dass die entsprechend sehr seitlich oder fast schon auf dem Rücken angesetzt sind, die vorderen. So, das hier sind die Halteknöpfe zum Verstellen des Windelfortsatzes. Gut, langes Gerede, meine Herren. 14 Minuten durchweg. 14 Minuten Betrachtung dieses Smogs. Der Hund sitzt immer noch da, beobachtet. Kommen wir zum Ende. Ich hoffe, euch hat das hier gefallen. Ich habe den Smog, wie gesagt, gekauft, weil ich darin eine gewisse Wertanlage sehe. Den werde ich natürlich irgendwann auch mal veräußern. Ja, die Größe ist so, ja, ist so M, ne? So zwischen S und M irgendwie von den Schultern her passt mir das nicht. Die Länge ist über jeden Zweifel erhaben und auch die Armlänge ist über jeden Zweifel erhaben, aber der Brustumfang, der gibt es leider für mich nicht her. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.